Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist zu unserer zweiten Einheit YOGAthletix. Heute ist der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Kraft. Wir machen heute ein bisschen was Kraftvolleres als in meinem ersten Video. Weiterhin noch ein bisschen Balance, Stabilität und ja, ich hoffe, dass es dir Spaß macht. Und wir fangen diesmal gleich im Vierfüßlerstand an. Also kommen wir in den Vierfüßlerstand. Richte deine Hände nach vorne aus und schau, dass deine Schultern, Ellenbogen, Handgelenke in einer Richtung, in einer Linie sind. Die Hände, die Fingerspitzen auf der gleichen Linie. Und dass deine Knie unter deinen Hüften sind. Deine Fußzehen kannst du hinten aufstellen oder du kannst auch deinen Fußrücken ablegen, ganz so, wie es für dich besser passt. Und dann schließe hier kurz deine Augen. Atme mal ganz tief ein und wieder aus. Nochmal tief einatmen und wieder aus. Letztes Mal tief einatmen und wieder ausatmen. Jetzt finde wieder in deinen ganz normalen Atemrhythmus. Atme ganz normal ein und aus. Genau so, wie dein Atem jetzt kommt, ist es gut und richtig. Und jetzt spüre mal ganz bewusst, wie deine Hände die Matte berühren. Und spüre mal, ob deine Hände eher kraftvoll den Boden unter dir wegdrücken oder ob der Kontakt deiner Hände und deiner Finger eher leicht und flüchtig ist. Nimm dies einfach nur wahr, ohne es zu bewerten. Spüre einfach nur hin. Und dann spüre einmal ganz bewusst den Kontakt deiner Füße, deiner Schienbeine, deiner Knie auf der Matte. Spür einmal, wie sich das anfühlt. Einfach nur wahrnehmen. Und du kannst deine Augen jetzt geschlossen lassen oder öffnen, ganz wie du magst. Und jetzt drück mal deine Arme ganz kraftvoll aus der Matte, sodass deine Schulterblätter sich noch ein bisschen mehr auseinanderziehen. Richtig kraftvoll aus der Matte drücken. Mit deiner nächsten Einatmung werde ganz rund. Zieh die Schulterblätter zusammen. Öffne deine Brustkorb. Ausatmen ganz rund werden. Kinn zur Brust, Bauchnabel einziehen, Schulterblätter auseinander. Einatmen, Hohlkreuz, öffnen. Ausatmen. Schulterblätter auseinander, Bauchnabel nach innen saugen. Einatmen, Hohlkreuz. Ausatmen. Runder Rücken. Noch einmal mehr. Einatmen. Hohlkreuz. Schieb dein Brustbein kraftvoll nach vorne, Schulterblätter zusammen. Ausatmen. Runder Rücken. Und mit der nächsten Einatmung wieder neutralen Vierfüßlerstand. Jetzt atme ein und bring den rechten Arm zur Decke, ganz weit öffnen. Ausatmen tief. Einatmen rechts nochmal zur Decke schieben. Ausatmen tief. Einatmen rechts zur Decke.
Ausatmen tief. Einatmen rechts zur Decke. Achtung. Und jetzt mit dem rechten Arm oder dem linken durchtauchen. Ablegen. Linken Arm nach vorne strecken. Mal kurz hier liegen bleiben. 2, 3 Atemzüge nehmen. Kopf liegt auf der Schläfe. Der nächsten Einatmung ganz wieder auflösen, nochmal nach oben und ausatmen tief. Linke Seite, einatmen, links nach oben, ausatmen tief. Einatmen, links nach oben, ausatmen tief. Einatmen, links nach oben. Ausatmen tief. Achtung. Einatmen links nach oben. Ausatmen links oder rechts durchtauchen. Ablegen, rechten Arm nach vorne strecken. Hier kurz liegen bleiben. Leichte, angenehme Dehnung der Schulter genießen. Weiter tief ein- und ausatmen. Einatmen, das Ganze wieder auflösen, nach oben und ausatmen tief. Jetzt bring kurz dein Po zu den Fersen. Kannst deine Knie gern mattenbreit auseinander machen, streck die Arme nach vorne, leg die Stirn kurz auf den Boden ab. 2, 3 tiefe Atemzüge hier. Jetzt löst mal die Stirn vom Boden. Jetzt presst mal nur deine Finger, gucken ganz fest in die Matte. Atmen tief ein und aus. Genießt die leichte Dehnung im Brustkorb, in den Schultern. Und dann mit der nächsten Einatmung komm nach oben. Jetzt stell deinen rechten Fuß nach vorne auf und achte darauf, dass dein Knie und dein Fußknöchel in einer Linie sind. Und auch dein hinteres linkes Knie ist unter deiner Hüfte ausgerichtet. Jetzt finde einen kraftvollen Stand, bring Gewicht auf dein vorderes Bein, dein Schambein nach vorne, ja, kipp so ein bisschen dein Schambein nach vorne und bring die linke Hand an die Außenseite deines rechten Knies. Jetzt spann den Bauch ganz fest an. Spann auch die linke Pobackhaken. Und jetzt mach so ein bisschen Druck und Gegendruck mit Knie und Hand. Ja, dass die Hand presst gegen das Knie, das Knie presst gegen die Hand. Dein Bauchnabel ist die ganze Zeit fest nach innen gezogen. Ja? Jetzt atme ein, bring deinen rechten Arm nach vorne. Und atme aus, öffne dich zur rechten Seite. Atme ein, wachse zur Decke weg, mach dich ganz groß. Bei der nächsten Ausatmung öffne dich noch ein bisschen mehr. Behalte die Stabilität. Einatmen, groß werden. Ausatmen, öffnen. Einatmen, groß werden. Ausatmen, öffnen. Bleib hier. 2, 3 Atemzüge. Schön stabil bleiben. Und einatmen, komm nach vorne, ausatmen, alles lösen. Sehr gut. Andere Seite. Linken Fuß nach vorne,
Achte auch hier drauf, Knie und Fußgelenk sollten wieder in einer Linie sein. Rechte Hand, Außenseite, linkes Knie. Spann den Bauch, spann den Po, mach dich ganz groß, Druck und Gegendruck, Knie und Hand. Ja, finde Stabilität hier in dieser Haltung. Jetzt atme ein, den linken Arm nach vorne und ausatmen, öffne nach links. Einatmen, wieder groß werden, wachse zur Decke. Ausatmen, ein Stückchen mehr öffnen. Einatmen, wachsen, schieb deine Scheitelkrone Richtung Decke. Ausatmen, ein Stückchen mehr öffnen. Einatmen, groß werden. Ausatmen, öffnen, hier bleiben. Druck und Gegendruck, Hand und Knie, Bauch ist fest. Schau nicht nach hinten zu deiner Hand, das ist nicht so toll für die Halswirbelsäule, sondern schau gerade aus. Eins und einatmen, komm wieder nach vorne. Bring beide Knie wieder zusammen, komm nochmal in die Stellung des Kindes. Schieb den Po nach hinten. Die Arme kannst du ganz entspannt nach vorne legen oder nach hinten, wie es sich für dich besser anfühlt. Genieß die kurze Entspannung und das Durchatmen. Der nächsten Einatmung roll dich nach oben. Dann finde von hier aus nochmal in den Vierfüßlerstand. Stell die Zehen hinten aus und dann schieb dich von hier aus in deinen ersten herabschauenden Hund. Beug die Beine gerne leicht. Und wichtig ist, dass du ganz viel Länge in deinem Rücken findest. Press die Hände fest in die Matte. Schieb dein Steißbein, schieb deine Sitzbeinhöcker Richtung Decke und die Schulterblätter zusammen und die Achselhöhlen schauen zueinander. Deine Ohren sind zwischen den Oberarmen. Und wenn du magst, dann bring mal deine Fersen Richtung Matte und dehn so noch sanft die Waden. Lauf so ein bisschen auf der Stelle. Tu das, was dir gut tut. Du kannst auch mal unter deinen Achselhöhlen durchschauen. Gönn dir ein paar Atemzüge hier. Komm nochmal in den statischen Herabschwung, hol nochmal viel Länge in den Rücken. Steißbein, Sitzbeinhöcker schieben, geht weg. Jetzt schau nach vorne zu deinen Händen. Jetzt lauf in kleine Trippelschrittchen nach vorne. Komm in die Vorbeuge. Kopf und Schultern, Kopf und Nacken sind ganz gelöst, Schultern auch. Beug gerne hier auch ein bisschen die Beine so, dass dein Bauch die Oberschenkel berührt und schieb jetzt deinen Steißbein, deinen Sitzbeinhöcker nochmal Richtung Decke und spür die angenehme Dehnung hier in den hinteren Oberschenkel. Es tut besonders gut, wenn du heute viel gesessen hast. Wenn du das Video morgens machst, dann wundere dich nicht, wenn deine Beinrückseite sich noch so ein bisschen unflexibel anfühlt. Das ist ganz normal bei jedem von uns. Deine nächsten Einatmung kommt nochmal halb hoch, am geraden Rücken, halbe Vorbeuge. Arme ziehen aktiv nach unten. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, Hände vors Brustbein. Wir machen jetzt noch was für unsere Stabilität und für unsere Balance, sodass wir auch uns in Zukunft noch einbeinige Strümpfe anziehen können und die Schuhe binden. Komm dazu an den Anfang deiner Matte und verlasse
dein Gewicht jetzt auf dein rechtes Bein. Bring deine Arme nach hinten. Zieh deine Schulterblätter zusammen. Werde hier groß. Finde die Öffnung, die Daumen zeigen nach hinten. Jetzt zieh dein linkes Bein nach oben, spann den Bauch, spann den Po, flex den linken Fuß, finde hier ganz viel Stabilität. Bleib hier für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Streck dein linkes Bein für 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, 1. Bring jetzt deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, beug dein Standbein. Für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal linkes Bein nach oben. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, 1. Bring deine Arme jetzt nach oben, über den Kopf. Und jetzt ganz langsam und kontrolliert mit links einen großen Schritt nach hinten. Und komm in den Ausfallschritt bzw. in den Krieger. Heb dein Kinn, heb deinen Blick. Press dein vorderes Bein fest in die Matte und achte auch hier wieder drauf, dass du hier einen 90-Grad-Winkel hast. Dein hinteres Bein kann gerne leicht gebeugt sein, richte aber deinen Schambein nach oben. Spann den Bauch und zieh die Füße zueinander. Ja, so als würdest du deine Matte 5 cm kürzer machen. Deine Arme nach oben, Daumen zeigen nach hinten, Schultern weg von den Ohren. Schultern sind ganz gelöst und entspannt. Die Stabilität kommt hier unten. Ja, ganz viel Gewicht auf deinem vorderen Bein. Füße zusammenziehen. Noch 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Arme lösen. Bring deine Hände zum Boden und wieder zurück in den herabschauenden Hund. Kurz relax. 2, 3 Atemzüge hier. Schau nach vorn zu deinen Händen. Lauf in kleinen Trippelschritten nach vorn. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Und einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vors Brustbein. Andere Seite. Verlagere dein Gewicht auf das linke Bein. Nimm die Arme nach außen, spann den Bauch und bring dein rechtes Bein nach oben. Zieh die Schulterblätter leicht zusammen, Schultern weg von den Ohren. Und wir bleiben hier für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Rechtes Bein strecken. Für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Rechts beugen. 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Leg deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, beug das Standbein. Bleib hier für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1.
Widerstand, Bein strecken. Rechts nach oben. 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und deine Arme wieder über den Kopf. Jetzt ganz kontrolliert einen großen Schritt nach hinten. Komm wieder in den großen Ausfallschritt bzw. die Kriegerposition. Achte darauf, dass dein vorderes Bein 90 Grad Winkel hat. Dein Schambein nach oben. Hinteres Bein wäre leicht gebeugt. Achte darauf, dass dein Knie nicht nach innen oder außen fällt, sondern nach vorne zeigt. Daumen zeigen nach hinten. Schultern sind ganz gelöst. Füße ziehen zueinander. So als würdest du deine Matte 5 cm kürzer machen wollen. Ja, und jetzt bleiben wir noch hier für 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, 1. Ausatmen, bring deine Hände zum Boden und komm in den herabschauenden Hund. Gönn dir hier 2, 3 Atemzüge. Kurz durchatmen. Schau nach vorne zu deinen Händen und lauf mit kleinen Trippelschrittchen nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vors Brustbein. Folgt jetzt so eine kleine kraftvolle Sequenz mit Ellenbogenstütz und Stütz. Und wenn es dir zu anstrengend ist, dich dann vom Ellenbogenstütz in den Stütz zu kommen, dann bleib einfach in dem Ellenbogenstütz, auch das ist fein. Du kannst auch jederzeit eine Pause machen, die Knie zum Boden bringen. Schau mal, was für dich passt, wie sich das für dich anfühlt. Vielleicht magst du das Video auch 2-3 Mal hintereinander machen und dann kannst du immer mal ausprobieren, ob du dann genügend Kraft hast. Je nachdem ist die Tagesform auch ein bisschen unterschiedlich. Und ja, schau einfach, was du heute brauchst. Wir fangen wieder am Anfang unserer Matte an. Finde einen hüftbreiten Stand. Atme ein, nimm die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, komm in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, mach mit links einen großen Schritt zurück. Bleibe hier und schau, dass dein Fuß richtig ausgerichtet ist. Ja, dass du hier den 90 Grad Winkel hast. Die Fingerspitzen berühren die Matte und finde hier ganz viel Länge, ganz viel Öffnung hier oben. Dann mit der nächsten Ausatmung komm den herabschauenden Hund. Einatmen, komm in die Planke. Und mit deiner nächsten Ausatmung senken wir Knie, Brust und Kinn ab. Dann bringen die Hände unter deine Schultern. Und dann mit deiner nächsten Einatmung zieh die Schultern nach vorne, hinten und oben. Zieh die Schulterblätter zusammen, bring deine Ellenbogen nah an deinen Oberkörper und komm nach oben in die Kobra. Ja, deine Fußrücken pressen fest in die Matte, Ellenbogen Richtung Oberkörper. Und schau, dass du dich nicht hier nur mit den Händen nach oben drückst, sondern dass du deine Hände lösen kannst von der Matte und die Kraft nur aus dem Rücken kommt. Ausatmen, komm wieder tief. Wir machen das nochmal. Einatmen. Roll die Schultern über vorne, oben und hinten. Zusammen, Schulterblätter zusammenziehen. Komm nach oben. Ellenbogen nah am Oberkörper. Fußrücken pressen fest in die Matte.
Du sollst hier noch genug Raum zum Atmen haben. Ja, schaff dir Raum, schaff dir Platz. Bleib noch für 2. 1 und lösen. Jetzt von hier aus setz die Ellenbogen auf der Matte auf, dass die Hände auch vorne verklinken. Stell die Fußzehen auf und komm von hier in den Ellenbogenstütz. Es ist wichtig, ja, dass du dich hier nicht zusammensinken lässt, sondern hier kraftvoll aus der Matte drückst. Die Schulterblätter gehen auseinander, die Fersen streben nach hinten, die Oberschenkel, der Bauch und der Po sind angespannt. Bleib hier für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Wenn du mehr willst, dann komm jetzt nochmal in die Stütze, in die Plankenposition. Rechte Hand aufsetzen, nach oben drücken, links dazu. Auch hier wieder kraftvoll nach oben drücken. Fersen streben nach hinten. Bauch ist fest, Oberschenkel, Po angespannt. Für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1 und ausatmen. Herabschauender Hund. Sehr gut. Kurz durchatmen. Tief ein und aus. Schau nach vorne zu deinen Händen. Lauf. Einen kleinen Tippelschritt nach vorne. Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, nehmen die Arme über die Seite nach oben und weiter geht's, andere Seite. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Mit der Einatmung rechts einen großen Schritt zurück. Bleib hier. Die Hände berühren die Matte. Mach dich ganz lang. Richte dein vorderes Bein gut aus. Und bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge. Und mit der nächsten Ausatmung komm von hier aus in den herabschauenden Hund. Einatmen, Planke. Ausatmen in die Knie zur Matte und senke über Brust und Kinn ab. Jetzt leg die Fußrücken auf die Matte und bring mal deine Hände, verknick mal deine Hände hier auf dem unteren Rücken. Mit der nächsten Einatmung rollst du wieder die Schultern zusammen, die Schulterblätter zusammen, kommst nach oben, zieh deine Faust Richtung Fersen. Komm mit dem Oberkörper nach oben, genieß die wundervolle Öffnung und entspannt atmen. Noch 4, noch 3, noch 2, 1 und lösen. Setz deine Ellenbogen wieder auf. Du kannst die Hände wieder gerne verklinken, zusammen machen. Stell die Zehen hinten auf und komm nach oben in den Ellenbogenstütz. Hier wieder schön kraftvoll nach oben. Fersen schieben nach hinten. Po und Oberschenkel sind angespannt. Und halten für 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wer mehr will, setzt die linke Hand auf. Kommt nach oben, rechts dazu. Und das schaffen wir jetzt noch gemeinsam. Noch 8, 7, sehr gut. 6, 5, noch 4, 3,
2, 1 und ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Geschafft. Hier kurz durchatmen, auf der Stelle laufen. Dann mit einer Ausatmung auf die Knie und setz dich hin und komm hier zum Sitzen. Dann bringe deine Hände hinter deinem Rücken auf die Matte und mach dich mal ganz groß, ganz lang. Ja, behalte jetzt diese aufrechte Sitzposition bei. Wenn du merkst, das fällt dir schwer, dann leg dir eine Decke unter, dann sitzt du ein bisschen erhöht und dann fällt es dir vielleicht leichter. Ja? Schau, was du brauchst. Nimm jetzt das rechte Bein, zieh den rechten Fuß ganz nah zu dir ran. Dann nimm den linken Arm und umarm das rechte Schienbein. Nimm die rechte Hand und stell sie mittig hinter deinem Rücken auf. Und jetzt finde hier nochmal ganz viel Länge. Dann atme ein und ausatmen, dreh dich zur rechten Seite. Einatmen, nochmal lang werden. Schieb dich nach oben. Ausatmen, öffnen. Einatmen, groß werden. Ausatmen, öffnen. Bleib hier. 4, 5 Atemzüge noch in dieser wohltuenden Drehhaltung. Und langsam lösen. Andere Seite. Linkes Bein aufstellen, Fuß ganz nah zu dir ranziehen, rechten Arm um das linke Schienbein. Mach dich groß. Zieh dich hier richtig ran. Mach dich groß, zieh dich raus. Den linken Arm mittig hinter dir auf. Nochmal groß werden. Schau zur Seite. Einatmen hier. Und ausatmen. Öffne dich nach links. Einatmen. Nochmal groß werden. Ausatmen, öffnen, schieb die Schulter ein Stückchen weiter zurück. Einatmen und ausatmen. Schau nicht nach hinten zu deiner Schulter, das ist schlecht für deinen Nacken, sondern schau neutral zur Seite, sodass dein Nacken ganz entspannt ist und nicht hier sich verspannt. Okay. Bleib hier noch für so 3, 4 Atemzüge. Sehr gut. Und ausatmen. Lösen. Jetzt finde nochmal eine Sitzposition und beug deine Beine. Und dann lass deinen Oberkörper auf deine Oberschenkel sinken. So, dass dein Bauch Kontakt mit deinen Oberschenkeln hat. Zieh die Füße flex zu dir ran. Und jetzt greif mal, kann auch sein, dass du an deine Waden kommst, Fußknöchel, alles ist fein. Oder greif deine Füße. Und jetzt werd mal ganz rund, lass den Kopf hängen. Und jetzt, wenn du magst, kannst du mit jeder Ausatmung deine Füße ein Stückchen weiter von dir wegschieben. Aber schau immer, dass dein Bauch Kontakt zu deinem Oberschenkel behält. Einatmen und ausatmen, die Beine ein Stückchen weiter strecken. Schau, dass du die Beine so weit streckst, dass du eine angenehme Dehnung im hinteren Oberschenkel spürst. Und mit jeder Ausatmung ein Stückchen weiter strecken die Beine.
Und schau, dass der Bauch immer Kontakt zu den Oberschenkeln hat. Kopf und Nacken sind ganz gelöst. Und tief ein- und ausatmen. Denk immer, dass du, wenn du etwas dehnst, dass du deinem Körper etwas Gutes tust. Es sind keine Schmerzen, sondern du spürst deinen Körper, tust deinem Körper was Gutes. Oft ist es nur eine Frage der Einstellung, wie wir was benennen. Sagen, oh, das tut aber weh. Und wir sagen, ich spüre meinen hinteren Oberschenkel. Spüre deinen hinteren Oberschenkel und habe eine angenehme Dehnung. Und noch 3, 4 Atemzüge hier. Dann löse langsam die Spannung, die Dehnung. Stell deine Füße auf. Und jetzt kommt nur noch Entspannung. Liegen. Greif unter deine Kniekehlen. Und jetzt lass dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten sinken. Leg deinen Kopf ab. Deine Füße aus, lass deine Füße nach außen sinken, leg deine Arme neben deinem Körper ab. Und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu atmen. Schließ deine Augen. Lass deinen Atem in den Bauch fließen und nimm einfach wahr, wie sich deine Bauchdecke mit jeder Ein- und mit jeder Ausatmung hebt und senkt. Und wie du mit jeder Ausatmung tiefer und tiefer in deine Matte sinkst. Lass alles los, was sich festhält und genieße die Entspannung.
langsam wieder deine Matte an. Bring Bewegung in deine Hände und Füße. Lass was kreisen. Deine Arme jetzt nach hinten über deinen Kopf. Atme ganz tief ein und manchmal ganz lang, zieh Hände und Füße in die entgegengesetzte Richtung. Und ausatmen, lösen. Mal ganz tief einatmen, Hände und Füße in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Kurz die Luft anhalten, anhalten, anhalten und lösen. Nochmal. Ganz tief einatmen, Hände und Füße in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Kurz die Luft anhalten, anhalten, anhalten und ausatmen, lösen. Zieh deine Knie nochmal zu dir ran. Leg die Hände von oben auf deine Knie und nochmal kreisende Bewegung und dann so deinen unteren Rücken eine kleine Massage. Wechsel mal die Richtung. Langsam wieder zur Mitte und greifen deine Kniekehlen. Dann schaukeln vor und zurück. Du hast ja ruhig ein bisschen Zeit, mach das ruhig 3, 4 Mal. Und finde dann nochmal zum Sitzen. Dann atme nochmal ganz tief ein, nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, lösen. Nochmal. Einatmen. Nimm die Arme kraftvoll über die Seite nach oben, wie durch Wasser, wie durch Honig und sammle ganz viel neue Energie ein. Deine Handflächen zusammen. Ausatmen, Energie zentrieren. Lass die Daumen dein Brustbein berühren und stell so die Energie zu dir selbst her. Senk den Blick. Und bedanke dich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, etwas nur für dich und deinen Körper zu tun. Und dann schenk dir noch ein wundervolles Lächeln. Und nimm diese neu gewonnene Freude und Energie und auch die Dankbarkeit. Dann schenk dir noch ein wundervolles Lächeln. Und dann nimm diese Freude und die Energie und die Dankbarkeit in den Tag oder mit in den Abend. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit.